Mein Name ist Katharina Paul und ich bin Wiener Hornistin. Meine Eltern sind nicht Berufsmusiker, aber leidenschaftliche Hobbymusiker, spielen Trompete und Posaune. Das heißt, das Blechblasinstrument war nicht abwegig, aber ich bin dennoch erst über Umwege hingekommen. Ich habe eigentlich mit Klavier angefangen, dann relativ lang Schlagwerk gespielt und dann durch einen Zufall habe ich das Horn ausprobieren dürfen und bin dann dabei geblieben. Ja, ein Hornklang, da geht mir einfach das Herz auf und da kommen die Emotionen so richtig raus, finde ich, bei dem Instrument. Und gerade eben bei dem Wiener Horn, was ich spiele, noch im Vergleich zum Doppelhorn, finde ich, ist das noch stärker, diese Klangfarben. Das Strauss-Horn-Konzert, das erste Strauss-Horn-Konzert, ist ein, wenn nicht sogar das Standardwerk für Horn. Das ist auch nicht ohne Grund, weil der Richard Strauss hat sich natürlich durch seinen Vater, der selber Horn gespielt hat, sehr gut ausgekannt mit dem Instrument und hat so eben ein Konzert schreiben können, was wirklich alles abdeckt, was das Horn kann und aber auch sehr angenehm ist zum Spielen. Ja, in Wien spielen wir wirklich eine ganz eigene Bauform vom Horn, was man auch im Klang deutlich hören kann, wobei da natürlich viel auch Klangvorstellung und Klangtradition mitspielt. Unser Horn zeichnet sich dadurch aus, dass wir im Gegensatz zum Doppelhorn nur ein F-Horn eingebaut haben. Die können wechseln mit einem Ventil zwischen B- und F-Horn, was gewisse technische Vereinfachungen eben ihnen ermöglicht. Unser Horn hat auch, was das Doppelhorn nicht hat, einen sogenannten Bogen, den man eben aufsteckt. Das ist ein Überbleibsel vom Naturhorn in Wahrheit, wo man auch mit verschiedenen Bögen gearbeitet hat. Und was eine große Besonderheit ist, sind unsere Ventile. Das sind nämlich Pumpventile und nicht Drehventile wie beim Doppelhorn, was bei den Bindungen sehr viel ermöglicht, was beim Doppelhorn verloren geht. Es ist vielleicht ein bisschen urtümlicher, weil es eben dem Naturhorn, wo sich alle Hörner daraus entwickelt haben, treuer geblieben ist oder näher gebaut ist. Also es sind wirklich mehr Obertöne im Klang und es ist ein deutlicher Unterschied. Ich finde, jede Epoche hat ihren eigenen Reiz und das Horn ist eben auch wird sehr unterschiedlich eingesetzt in unterschiedlichen Zeiten. Aber natürlich in der Romantik, Spätromantik, da kommt das Horn richtig zur Geltung bei Anton Bruckner, Richard Strauss zum Beispiel. Das ist schon sehr cool, das zu spielen, weil da hat man einiges zu tun. In großen Sinfonieorchestern, das sind natürlich immer wahnsinnig starke Erfahrungen, die man da macht, auch sehr, sehr emotional, die einen dann lange noch beschäftigen. Und die ersten so großen Bruckner-Sinfonien oder Mahler-Sinfonien mit wirklich großen Wiener Orchestern, das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man das selber mal erleben darf auf der Bühne. Ein Hornist, den ich sehr schätze, hat einmal gesagt, das Musikstudium ist in erster Linie ein Studium an sich selbst. Und das kann ich so unterschreiben, das finde ich irgendwie sehr schön, weil das Instrument, also man muss irgendwie vor dem Instrument ehrlich sein zu sich selbst, weil das spiegelt sich sofort im eigenen Spiel wider, wie es einem geht. Und deswegen hört man irgendwie nie auf,
an sich selber zu lernen und sich selber besser kennenzulernen.